David Fletcher ist ein sanftmütiger Polizist mittleren Alters mit ergrauendem Haar. Er lebt und arbeitet in einer kleinen Stadt in England namens Shipping Campden. Obwohl er über 40 Jahre alt ist, behält David noch immer seinen schnellen Stil und seinen soliden Körperbau. Jeden Tag übernimmt er die Aufgabe, in der Stadt zu patrouillieren und für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das Besondere dabei ist, dass er nicht mit dem Auto auf Streife geht, sondern mit dem Fahrrad über Feldwege am Waldrand entlang fährt. In dieser Gegend tauchen häufig Wildtierwilderer auf, was die Menschen beunruhigt. Für David ist die Verhinderung der Wilderei der wichtigste Teil seiner Arbeit. Er behielt seine Umgebung stets im Auge und hielt nach Anzeichen ungewöhnlicher Aktivitäten Ausschau. Jeden Morgen macht er sich auf seinem vertrauten Fahrrad bereit, prüft die Bremsen und macht sich im Morgengrauen auf den Weg. Die Morgenluft in Shipping Campden ist frisch und sanftes Sonnenlicht fällt durch das Laub. Der Feldweg, der durch den Wald führte, war völlig verlassen, nur ab und zu kam ein Bauer vorbei. David fährt oft Fahrrad und lauscht dem Gesang der Vögel und dem Zirpen der Insekten. Er fand, dass diese warmen Klänge die Müdigkeit des Alltags vertrieben. Doch an diesem Tag geschah etwas Unerwartetes, das er nie vergessen konnte. Wie üblich verließ David die Polizeistation früh und radelte in Richtung Waldrand. Der Feldweg erstreckt sich, auf beiden Seiten von niedrigen Büschen gesäumt, und schafft so eine friedliche Szenerie. Plötzlich sah er mitten auf der Straße einen Fuchs auftauchen, der den Weg versperrte. Der Fuchs rannte nicht weg, als er ihn kommen sah, im Gegenteil, er blieb stehen und sah ihn direkt an. David hielt das Auto langsam an, sein Herz schlug vor Neugier über das seltsame Verhalten des Tieres etwas schneller. Er stellte einen Fuß auf den Boden und stützte sein Fahrrad vorsichtig ab, um den Fuchs nicht zu erschrecken. Als David aus dem Auto stieg und näher kam, war er noch überraschter, dass der Fuchs nicht weglief. Plötzlich stand der Fuchs auf seinen Hinterbeinen, die Vorderbeine waren ineinander verschränkt, und es sah aus, als würde er beten. David hatte so etwas noch nie erlebt und war völlig fassungslos. Er fragte sich, ob der Fuchs verletzt war oder ob er ein Zeichen geben wollte. Das besorgte Gesicht des Fuchses schien ihm eine dringende Geschichte erzählen zu wollen. David machte langsam einen Schritt vorwärts und streckte seine Hand aus, damit der Fuchs sie riechen konnte. Der Fuchs behielt diese Haltung bei und senkte dann wiederholt den Kopf, als würde er um Hilfe betteln. Das Herz des Polizisten mittleren Alters war plötzlich von Mitgefühl erfüllt. Er kniete sanft nieder und streichelte den Kopf des Fuchses, um ihn zu trösten. Der Fuchs schien Davids Freundlichkeit zu spüren und zeigte keine Angst. Nach diesem seltsamen Moment senkte der Fuchs seine Vorderbeine und stöhnte ein paar Mal. Das Geräusch gab David das Gefühl, als wolle der Fuchs, dass er ihm folgte. Tatsächlich drehte der Fuchs seinen Kopf, blickte zum Wald und trat langsam ein. David stand auf, fasste sich wieder und beschloss, dem Fuchs zu folgen, um zu sehen, was los war. Er führte das Fahrrad hinter sich her und trat dabei vorsichtig auf den dicken Blätterteppich unter seinen Füßen. Das Licht im Wald wird schwächer, jeder Sonnenstrahl scheint durch die Blätter und schafft eine magische Szene. Der Fuchs blickte immer wieder zurück, als wolle er sich vergewissern, dass David ihm noch folgte. Sie gingen etwa 500 Meter in den Wald hinein, wo es moosbedeckte alte Baumstümpfe gab. Plötzlich sah David ein Fuchsjunges, das in einem alten, zerfetzten Netz gefangen war. Das Fuchsjunge kämpfte schwach und sah erschöpft und müde aus. David erkannte sofort, dass es sich um eine Wildererfalle handelte. Sie legen hier oft Netze aus, um Wildtiere lebend zu fangen. Der große Fuchs, wahrscheinlich die Mutter, stand neben dem Fuchsjungen und winselte ständig vor Angst. David stellte sein Fahrrad schnell beiseite und näherte sich dem Fuchsjungen. Er kramte in seiner Tasche und holte ein kleines Messer heraus, das er oft bei sich trug, wenn er auf Patrouille ging. Mit geschickten Bewegungen begann er, jeden einzelnen Faden des Netzes durchzuschneiden, das fest um das Fuchsjunge gewickelt war. Die Fuchsmutter spannte sich an, blieb aber ruhig, als vertraue sie darauf, dass er ihrem Jungen nichts antun würde.
Bereits nach wenigen Minuten war das Netz vollständig vom Körperchen entfernt. Das Fuchsjunge wurde befreit, konnte aber kaum alleine auf den Beinen stehen. Es lag flach auf dem Boden, die Augen halb geschlossen und atmete schwer vor Erschöpfung. David konnte die Angst und Erschöpfung des kleinen Tieres spüren. Ohne zu zögern beschloss er, das Fuchsjunge in eine nahegelegene Tierklinik zu bringen. Er kannte einen Tierarzt in Shipping Campden, der gelegentlich Wildtierbehandlungen übernahm. Die Fuchsmutter sah, wie David sein Fuchsbaby trug, und folgte ihm winselnd. Trotz seiner Sorge um die Sicherheit des Fuchsjungen beruhigte David die Fuchsmutter sanft. Nachdem er eine Strecke zurückgelegt hatte, setzte er das Fuchsjunge auf den Korb, der vorne am Fahrrad befestigt war. Die Fuchsmutter folgte ihm weiterhin dicht auf den Fersen und ließ ihr Kind nie aus den Augen. Schließlich erreichten sie eine kleine Tierklinik am Rande der Stadt. Die Augen des Klinikpersonals weiteten sich, als sie sahen, dass David 2 Füchse trug. Er beschrieb kurz den Zustand des Fuchsjungen und bat den Arzt um Hilfe. Der Tierarzt führte schnell einen Gesundheitscheck bei dem Fuchsjungen durch. Nach einer kurzen Untersuchung stellte der Arzt fest, dass der Fuchs nicht ernsthaft verletzt sei. Es war einfach erschöpft, weil es im Netz zu viel gekämpft hatte. David atmete erleichtert auf, während die Fuchsmutter besorgt vor dem Fenster stand und hineinschaute. Der Arzt beschloss, dem Fuchs eine Gesundheitsspritze zu geben, damit er sich schnell erholte. Etwa 10 Minuten später gab der Arzt David das Fuchsjunge zurück und gab ihm einige Anweisungen. David trug das Fuchsjunge vorsichtig zur Eingangstür der Klinik. Die Fuchsmutter lief herbei und berührte ihr Kind mit der Nase, als wolle sie es kontrollieren. Das Fuchsjunge schien aufmerksamer zu sein, seine Augen waren weit geöffnet und er atmete gleichmäßig. David lächelte und war froh, dass alles gut lief. Er beschloss, die Fuchsmutter und ihr Kind zurück in den Wald zu bringen, wo sie hingehörten. Nachdem David ein kurzes Stück gelaufen war, blieb er am Waldrand stehen. Er setzte das Fuchsjunge ab und ließ es ein paar Schritte alleine gehen. Die Fuchsmutter hielt genau Ausschau nach ihrem Kind und war bereit zu helfen, falls es ausrutschte. David stand da und sah zu, voller Emotionen und Stolz, etwas Nützliches getan zu haben. Nach und nach verschwanden die Fuchsmutter und ihr Kind im Laub, ihre Augen funkelten vor Dankbarkeit. Bevor sie ging, blickte die Fuchsmutter noch einmal zu David zurück und senkte voller Emotionen ein letztes Mal den Kopf. David winkte zum Abschied und kehrte dann zu seiner unvollendeten Patrouille zurück. Am nächsten Tag schien alles wie immer normal. Doch als David gerade die Polizeiwache betreten wollte, bot sich ihm ein seltsamer Anblick. Vor dem Bahnhofstor standen 2 Füchse, Mutter und Jungtier, und hielten 2 Fische im Maul. Alle Kollegen von David starrten erstaunt und verstanden nicht, was geschah. David ging näher und erkannte sofort die beiden Füchse, die er gestern gerettet hatte. Er beugte sich hinunter, lächelte und tätschelte ihnen glücklich den Kopf. Als Dank legten die beiden Füchse die beiden Fische ab und stöhnten ein paar Mal freundlich. Die ganze Polizeistation war von der Dankbarkeit dieses wilden Tieres gerührt. David flüsterte seinen Dank und fühlte sich innerlich seltsam warm. Dann drehten sich die beiden Füchse um und rannten in Richtung Wald, wo sie hinter dem dichten grünen Blätterdach verschwanden. David erzählte seinen Kollegen die wundersame Geschichte, die alle aufgeregt und stolz waren. Von da an sah er jedes Mal, wenn er den Feldweg patrouillierte, gelegentlich die Fuchsmutter und ihr Kind hervorlugen, wie eine stille Begrüßung zwischen Mensch und Natur. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.